Ey, die ist, wenn du unter die Erde gehst. Aua! Voll aufs Maul gelegt. Ja. Ich blute. Nee, ne? So, ich blute, oder? Das ist der Eingang. Ja, hier geht's rein. Da ist das Gemäuer. Hier steht die Lore. Boah, du siehst aus wie eine Robbe, die 18 Kilo Übergewicht hat. Hier plätschert das Wasser von der Decke. Boah, das ist schon geil, ne? Die konnte man halt komplett einmal drehen. Knochen gefunden. Wir haben einen Knochen. Herzlich willkommen zum heutigen Video der Lost Historia. Wir sind wieder für euch unterwegs und besuchen heute ein verlassenes bzw. nicht mehr intaktes Bergwerk. In diesem Bergwerk wurde Eisenerz abgebaut bzw. gefördert. Wir sind jetzt hier irgendwo im Nirgendwo mitten in Deutschland und müssen uns jetzt hier durch den Wald kämpfen und hier den Zugang zum Bergwerk finden. Lampen an, Kapuzen an, Abfahrt. Ey, wir können hier leuchten wie die Weltmeister, ne? Wir müssen jetzt komplett quer hoch, ne? Das wird jetzt die Nadel im Heuhaufen, ne? Am Schütten, Junge. Heul doch mal nicht rum, bist das Zucker oder was? Ja, wir müssen jetzt die Stelle finden, die am wenigsten zugewachsen ist, ne? Ja. Es ist so kalt, ne? Nass, kalt. Aber ich hab Stoffschuhe an, ne? Da läuft alles rein. Ne? Boah. Leute, das ist ein Akt hier. Ich sage euch. Wir sind jetzt hier quasi mitten im Wald, querfeldein. Und suchen jetzt hier quasi irgendeinen Eingang mitten in einer Felswand. Das ist Kletter-Action, Leute. Ja, wir gucken halt immer, dass wir so einen kleinen Trampelpfad finden, sage ich jetzt mal, wo schon andere hochgegangen sind. Aber es regnet halt extrem hier. Also laut Maps muss das hier ungefähr gerade sein, circa. Das Wetter ist leider nicht auf unserer Seite. Ich hoffe, dass die Kamera jetzt auch nicht so viel Regen abkriegt. Boah, doch hier ist aber ein Trampelpfad. 100%ig. Ja, danke. Was denn? Aua! Guck mal auf dein Handy. Ich blute. Nee, ne? So, ich blute. Blutgas. Halt mal die. Da! Hier, Harry! Boah, Alter, Harry. Als hätte ich eine Katze gekratzt, Harry. Wir sind fast da, wa? Wie viel noch? Wie weit noch? Das ist zugemauert. Siehst du das? Hier war mal ein Schacht. Hier, Harry, hier ist ein Schacht. Nee, hier nicht. Das ist zugekippt. Ja. Kann sein, dass wir noch ein bisschen weiter müssen. Genau hier, wo wir stehen, müssen wir jetzt noch nach oben. Ja, warte mal, guck mal hier oben. Hier sind überall Felswände. Überall. Ja, Mann, das ist Einsatz. Ja, safe. Ist da unten von euch? Was ist denn hier? Nee, ne? Da. Nicht, dass das jetzt... Harry, da ist was, oder? Da geht's doch rein. Ja, sollen wir uns mal aufteilen? Dass manche unten suchen und manche oben? Boah, Alter, das sieht alles danach aus, wa? Ja, hier ist überall Gemäuer. Marius und ich gehen hier weiter. Okay, weiter geht's. Aber viel weiter da oben nicht. Weil Doch, guck mal, sagt das Handy. das Gemäuer an. Harry, das ist aber das untere der Mine. Weißt du, was ich meine? Der Ausgang, wo die Loren dann wahrscheinlich runterkamen. Guck mal, hier links kannst du gut hoch. Hier, da. Da sind überall so, genau, da kannst du gut mit den Beinen hin. Vor dem Eingang steht der Lore. Harry, die ist, wenn du unter die Erde gehst. Aua! Voll aufs Maul gelegt. Volle Pulle. Ey, ich bin komplett nass. Alter Schwede. Ey, das ist so anstrengend. Das ist der Eingang. Ja, hier geht's rein. Da ist das Gemäuer. Hier kommen wir in die Mine rein, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ziel.
Ey, das war endanstrengend, ne? So gekraxelt, Harry. Geil aber, ne? Oder? So. Ab geht's, ne? Ja, klar. Boah. Boah, sieht endstabil aus. Hier steht die Lore. Aua. Jawohl, Giovanni. Ja, Mann. Boah, du siehst aus wie eine Robbe, die 18 Kilo Übergewicht hat. Hier fangen die Schienen schon an. Das alte Schienensystem hier. Hier plätschert das Wasser von der Decke. Und schaut euch mal diesen endlosen Tunnel an. Sag mal. Komm. Das ist jetzt hier ganz gefährlich. Wir müssen hier gucken, dass wir hier an der Seite entlang gehen. Hier sind nämlich die alten Schienen. Ne, ich komme jetzt auch hier rüber. Das ist, glaube ich, besser. Hier haben wir nämlich mehr Platz. Ganz heiße Nummer hier, Leute. Hier haben wir noch die alten Leitungen, die Kabel, die hier lang gehen. Hier oben wachsen die Stalaktiten von der Decke hinunter. Und hier endet diese Rundung hier, sage ich jetzt mal. Und hier geht es dann quasi in den Berg hinein. Boah, das ist schon geil, ne? Sagst du, Pascal? Guck dir mal die Steine an, die da abgebrochen sind. Hammer, ne? Schon eine heiße Nummer. Das war die, ne? Das ist auf jeden Fall noch nicht so geil. Guck mal hier. Ist der komplette Brocken hier runtergeknallt. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal die Decke. Sieht das nicht geil aus? Hier auch so ein massiver Holzbalken. Hier haben wir ein kleines Geländer. Ja, hier so eine kleine Umlenkstation oder sowas, ne? Guck mal, wie verrostet unten die Kettenglieder sind. Hammer, ne? Weiter geht's. Hier sind einmal 2 Schienen verlaufen und dann hier sind sie dann quasi zusammengeführt worden, wurden dann zu einer. Und hier haben wir eine, ja, so eine Umlenkwalze, sage ich jetzt mal. Die konnte man halt komplett einmal drehen, musste aber allerdings wahrscheinlich von Hand angekurbelt werden. So, und hier geht's ab, Leute. Hier geht's noch weiter in den Berg hinein. Unglaublich. Hier die ganzen Schienensysteme. Einmal nach rechts, einmal nach links rum. Hier haben wir dann wieder so eine kleine Rundung. Hier sind auch wieder mehrere Strecken, mehrere Schienenverläufe quasi. Hast du das geschafft? Ja, man könnte da durch, aber das ist echt sehr eng. Schauen wir uns mal an. Wurde ganz viel Schutt hinuntergeschüttet, um quasi hier das Bergwerk auf irgendeine Weise hier zu füllen mit diesem ganzen Schutt, zu schließen. Und hier vorne rechts hat sich wohl irgendeiner so ein kleines Loch gegraben. Dann geht es wahrscheinlich hier hinter dem ganzen Schutt noch weiter mit der Location. Hier haben wir auch so ein Gemäuer. Boah, wieso liegen hier denn Tannen? Wie kommen die Tannen hier runter? So, und hier haben wir ein sehr enges Loch hier am Schutt vorbei. Und wie wir sehen, geht es hier weiter.
Entweder suchen wir uns jetzt den zweiten bzw. dritten Eingang, um hier in dieser Anlage weiterzukommen, oder wir zwängen uns hier oben durch. Wie ihr seht, das ist schon sehr eng. Hier müsste man sich jetzt durchzwingen und hier oben laufen die Leitungen. Da könnte man ein bisschen hängen bleiben. Wir haben uns dafür entschieden, jetzt den zweiten Eingang zu suchen und dann von der anderen Seite die Mine noch oder das Bergwerk noch einmal zu betreten. Allerdings regnet es jetzt noch mehr als eben. Niemals! Du hast einen Knochen gefunden? Was? Knochen gefunden? Wir haben einen Knochen um 2:45 nachts im Wald gefunden. Hier ist alles voller... Harry, das sind Knochen. Kopfknochen. Ah, das ist Hundeknochen, Alter. Das wird von einem Tier... Das da rechts ist irgendwas vom Kopf. Das hier ist der Schädel. Ja. Danke. Ja, hier das ist vom Schädel. Hier. Und hier auch noch ein Knochen. So, weiter geht's. Macht verlaufender Schienen da oben. Ja, ich komme jetzt hinterher. Und Abfahrt. Uah. Sind wir noch eine komplette Ebene zu tief, oder nicht? Aber auf der Ebene ging es ja nicht weiter. Entweder runter. Bitte? Ja, es geht aber nicht mehr gerade. Entweder runter oder hoch. Eins von beiden. Sieht man nicht, So. wo die reingehen? Ja, hier kommen wir wieder hoch. Dann sind wir wieder bei denen. Nee, das siehst du nicht, wa? Alter, wie schnell bist du? Boah! Boah! Das ist mal Tempo. Mein Problem ist, dass ich nichts sehe, ne? Wegen meiner Kackbrille. Wow. Alter. Wow. Oh. So, wir haben es geschafft, wir sind unten angekommen. So, wie ihr gesehen habt, die Wetterbedingungen haben nicht für uns gesprochen. Es ist halt total am Regnen hier, es ist dunkel, es ist die Dunkelheit. Und wir finden den zweiten Eingang leider nicht, haben den zweiten Eingang jetzt nicht gefunden. Aber die Umstände hier sind echt zu krass, wir rutschen überall aus. Sind total durchnässt, sind fertig, sind schon ziemlich lange unterwegs, waren seit 17 Uhr unterwegs und wir brechen das jetzt hier an der Stelle ab, suchen den zweiten Eingang jetzt nicht mehr. Dann, Machen wir mal tagsüber, wa? ja. Dann bedanke ich mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Lost Place Abenteuer wieder. Haut rein, Leute.